Heute erkläre ich euch, wie man eine Website auf seinem Computer programmieren kann. Viel Spaß! Was ist HTML? Zuerst müssen wir erklären, was man mit HTML machen kann. Und zwar kann man mit HTML Websites erstellen. Um HTML und CSS verwenden zu können, brauchen wir ein Programm. Es gibt zwei Main-Sprachen auf einer Website. Und zwar HTML und CSS. HTML ist für die Informationen der Website und CSS für den Stil der Website. HTML steht für Hypertext Markup Language. CSS steht für Casting Style Sheet. Welches Programm sollte man benutzen, um seine Website zu erstellen? Ich empfehle für Anfänger Notepad++ und für Fortgeschrittene Visual Studio Code. Wenn ihr Notepad++ heruntergeladen habt, müsst ihr erst die Sprache ändern auf HTML und dann noch den Dateinamen hinzufügen. Doctype HTML. Jetzt müsst ihr den Head hinzufügen. Beim Head fügt man den Titel hinzu und Hintergrundinformationen auch sowie den Stil der Website. Jetzt müsst ihr den Body hinzufügen. Im Body stehen die Informationen der Website, zum Beispiel Bilder, Links und Texte. Hier sind die typischen Sachen, die im Body stehen. Das erste ist ein Bild, was du auf deiner Website hinzufügst. Das zweite ist ein Link, worauf du schreibst, wo das hinführen soll und wie das auf deiner Website angezeigt werden soll. 3 steht für den Absatz auf der Website. 4. H1 bis H6 ist zuständig für die Überschrift. 1 steht für die größte Überschriftgröße und 6 steht für die kleinste Überschriftgröße. Die ganzen Codes nennt man Tags. Die Tags, die ich euch gerade gezeigt habe, sind die Basic Tags, die man als Anfänger meistens verwendet. Es gibt noch andere Tags, die man für eine Website benutzen kann. Man schließt einen Tag, indem man nach der Spitzenklammer einen Schrägstrich hinzufügt. Dann den Namen des Tags schreibt und mit einer Spitzenklammer wieder schließt. Tim Berners-Lee hatte 1989 am 13. März vorgeschlagen, HTML zu erstellen. Ihr müsst das HTML-Dokument als index.html einspeichern. Im Hintergrund könnt ihr sehen, wie die Website auf einem Browser, zum Beispiel Google, aussehen wird. Ihr könnt von einem Browser, wenn ihr Rechtsklick drückt und auf Untersuchen klickt, den Code der Website untersuchen. Ihr könnt auch auf dem Link ein YouTube-Video verlinken, indem ihr ein YouTube-Video anklickt und auf Teilen und dann Einbetten drückt und dann den Code kopiert und das auf eurer Website, wie ich gezeigt habe, das mit dem Link da einfügt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Boys okay?